Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute gibt es wieder ein gewohntes Übersichtsvideo. In meinen letzten Playmobil-Folgen erfülle ich die Wünsche aus euren Kommentaren. Und heute schauen wir uns gemeinsam die alten Personenwagen an. Zuerst zeige ich euch die verschiedenen Varianten der alten klassischen Modelle. 2024 haben wir eine Jubiläumsausgabe bekommen. Bei den neuen Modellen der 80er Jahre habe ich inzwischen noch einige fehlende Stücke dazu bekommen. Wir klären heute die Frage, ob man einen Kleinwagen im Zug mitnehmen kann. Wir schauen uns die ersten ferngesteuerten Autos an. Und dann werfen wir noch kurz einen Blick in die Tuningwerkstatt von 2007. Das alles erwartet uns im heutigen Video. Wir beginnen mit den ersten PKWs von 1977. Bereits im Herbst 1976 gab es auf dieser Packung ein Foto von einem Prototypen des ersten Autos, noch mit anderer Frontpartie und mit Zusatzscheinwerfern auf den Stoßstangenhaltern. 1977 kamen die ersten 5 Autos heraus. Es waren die klassischen alten Modelle mit einer farbigen Karosserie, die an den Scheinwerfern auf den schwarzen Unterbau aufgeklemmt war. Mit dem Copyright 1976, die Räder waren aus grauem Plastik mit Querrillen auf einer Metallachse. Am Kühlergrill sieht man das alte Brandstätter-Logo. Die Stoßstangen mit dem Kennzeichen überdecken die Zugöse und sind vorn auf die Halter aufgeschoben. Hinten liegt der Anhängehaken frei und die Stoßstange ist mit Stiften auf die Klauen aufgesteckt. Hinten rechts gibt es ein kleines Loch, das wahrscheinlich die Tanköffnung sein soll. Es wird aber teilweise vom Kennzeichen verdeckt. Das weiße Dach kann man abnehmen. Hinten ist der Überrollbügel und vorne ist die Windschutzscheibe eingesteckt. Die kleine spitzige Radioantenne geht häufig verloren oder sie ist abgebrochen. Rechts neben dem Fahrersitz gibt es 3 Stecker für Werkzeug: Megafon, Funkgerät und Kelle. Hinter den Sitzen ist ein Halter für den Feuerlöscher. Bei jedem Auto gibt es ein Warndreieck mit drehbarem Ständer und einen blauen Erste-Hilfe-Koffer. Am Beifahrersitz gibt es noch keine Befestigung für die Figuren. Auf der Rückbank können bequem 2 weitere Figuren Platz nehmen. Sie können aber nur im Cabrio sitzen. Unter dem Dach haben die Figuren nicht mehr Platz. Die alten Packungen waren im Hochformat. Auf der Vorderseite sieht man das Auto von vorn, auf der Rückseite von hinten. Und auf den Seiten gibt es die Sortimentsübersicht. Jetzt schauen wir uns die 5 verschiedenen PKW-Modelle von 1977 in den unterschiedlichen Farben an. Die blaue Reiselimousine hat am Dach einen schwarzen Gepäckträger, der am Halter aufgesteckt ist. Es sind 3 grüne Koffer, eine Reisetasche und ein gelbes Körbchen dabei. Von den 3 Einsatzfahrzeugen hatten 2 eine rein internationale Beschriftung. Das grün-weiße Polizeiauto war zwar in der bundesdeutschen Farbe, aber bis 1984 mit einer rein internationalen Beschriftung ohne alternative Aufkleber. Alle 3 Einsatzwagen haben am Dach ein Schild mit Blaulicht und 2 Sirenen. Beim roten Brandmeisterfahrzeug hat der Feuerwehrkommandant seinen wunderschön goldverchromt glänzenden Messinghelm auf. Auch bei diesem Fahrzeug gibt es eine rein englischsprachige Beschriftung ohne alternative Aufkleber auf allen Seiten und auf dem Dachschild. Beim Notarztwagen und bei der Pannenhilfe hingegen gibt es eine deutsche Beschriftung. Und es sind wahlweise internationale Aufkleber am Bogen. Man kann die roten Notarztaufkleber wie auf der Verpackung verwenden und als Alternative sind auf dem Aufkleberbogen neutrale Rotkreuzaufkleber ohne Schrift dabei.
Der Notarzt trägt einen weißen Maurerhelm und hat auch eine grüne Chirurgenhaube dabei. Eine Gasmaske, schwarze Arzttasche und blauen Erste-Hilfe-Koffer. Beim Bannenhilfefahrzeug der ADAC Straßenwacht ist ein Mechaniker mit einer Werkzeugkiste und mit 2 Verkehrskegeln dabei. Am Dachhalter ist ein einfaches gelbes Blinklicht eingesteckt. Es sind ADAC-Aufkleber mit dem schönen alten ADAC-Logo angebracht. Auf allen Seiten steht ADAC Straßenwacht. Bei den älteren oder rein deutschen Ausgaben war wahrscheinlich ein reiner ADAC-Aufkleberbogen mit Stuttgarter Kennzeichen dabei. Bei den neueren Sets oder für den internationalen Verkauf gab es einen doppelten Aufkleberbogen mit der internationalen Automobil-Service-Beschriftung, weil der ADAC doch hauptsächlich nur in Deutschland bekannt ist. Nach den 5 Autos von 77 zeige ich euch den Color BKW 3680. Wegen der grauen Reifen vermute ich, dass er schon 78/79 herausgekommen ist. Die Packung hat ein Querformat, auf der Hinterseite sind Malvorschläge und auf den Seiten eine kleine Sortimentsauswahl. Neben dem weißen Auto zum Anmalen war noch ein Motorrad dabei, 2 Figuren, 4 Koffer und 2 Reisetaschen. Das Auto hat ein Münchner Kennzeichen. Wie bei den Color-Sets oft üblich, ist auf der Verpackung ein weißer Feuerlöscher abgebildet, den es so nie gegeben hat. Im November 1978 hatte der neue grüne Abschlepper ein oranges Bannenfahrzeug im Schlepptau. Es wurde erstmals mit weißen Felgen ausgestattet, damit es zum LKW dazu passt. Die Reifen waren zuerst von Hartplastik mit Längsrillen, in den 80ern kamen dann die Vollgummiräder mit realistischem Profil. Die heurige Neuauflage hat neue Weichgummireifen mit einem dünnen Mantel bekommen, die man leicht von der Felge abnehmen kann, mit einem Playmobil-Schriftzug. Der orange Bosch Werkstattwagen vom November 1978 war das erste Auto mit weißen Felgen. Es war der Nachfolger vom gelben ADAC Bannenfahrzeug mit dem einfachen gelben Blinklicht, mit den Bosch-Aufklebern auf allen Seiten und mit einem Bosch-Mechaniker mit Werkzeug. Das orange Auto vom Abschlepper gab es 1979 auch im Wintersport Exklusivset 3187. Das Auto hat am Dach den Skiträger aus dem Wintersportset 3561, auf dem man 2 Paar Ski mit ihrem Halter befestigen kann. Dieses Auto hatte das Kennzeichen Berlin R4659. Ein viel interessanteres Exklusivset wäre das 3135. Der BKW mit dem Rennboot war das einzige Auto mit grauem Fahrgestell. Neben dem Skiträger gab es auch noch einen Dachträger für das Surfbrett. Ihr könnt euch ja noch alle an das Surfbrett 3584 von 1984 erinnern, das mit dem Motor seine Kreise gedreht hat. Bei diesem Set war ein Träger dabei, mit dem man das dicke, schwimmfähige Surfbrett umgedreht auf dem Autodach aufladen konnte. Jetzt kommen wir zum nächsten neuen Auto. 1980 kam das Rallye-Auto heraus. Im Katalog war noch ein Prototyp mit anderen Farben und mit 2 Wechselreifen abgebildet. Das Set bekam dann eine einheitliche gelbe Farbe und andere Aufkleber. Ein Wagenheber war dabei, aber es wurde keine Lösung für die Wechselreifen gefunden. Es gab einen besonderen orangen Fahrer. 1980 war das bei den Figuren eine einmalige Abweichung von der Grundfarbenpalette. Das Rallye-Auto war das einzige Auto mit farbigen Felgen.
Es hatte die Hartplastikreifen mit Längsprofil. Statt den Stoßstangen war ein Frontspoiler aufgesteckt, aber nicht auf den Haltern, sondern die Karosserie bekam seitliche kleine Stecköffnungen. Am Frontspoiler gibt es 2 Halter für Zusatzscheinwerfer, die mit einem Steckprofil verdrehungssicher eingesetzt werden. Ein dritter Scheinwerfer ist auf der Hinterseite am Stoßstangenhalter befestigt. Am zweiten Halter ist die lange Funkantenne. Die zweite Karosserieform hat am Fahrgestell und im Kofferraum 4 zusätzliche neue Stecker für die Überrollbügel. Beim originalen Orangen fehlt mir aber leider die Hälfte. Im Kofferraum gibt es hinten noch einen neuen zusätzlichen Stecker für die Hutablage. Auf der Gepäckauflage gibt es Halter für die Werkzeugkiste und für die Reservebatterie. Alle Autos bekamen diese neue Karosserie mit den verschiedenen Steckern für das Rallye-Zubehör. Diese zweite Karosserievariante hatte hinten links noch keinen Halter für die Funkantenne. Es kam eine neuere dritte Variante mit einem Stecker für die Funkantenne, obwohl außer dem Rallye-Auto bei keinem anderen Auto eine Funkantenne dabei war. Und das Rallye-Auto hatte doch immer einen freien Halter an der Rückseite. Das einzige Auto mit gleichzeitig Funkantenne und Stoßstange war das graue Rallye-Auto vom Abschlepper Exportset 3961. Vom grünen Abschlepper von 78 gab es nämlich in der Exportoffensive von 86 eine Exportversion mit einem grauen Rallye-Auto. Es hat vorne einen Frontspoiler, ein glattes schwarzes Dach, wie das Polizeiauto, mit leerem Halter, ohne Gepäcksträger und hinten noch eine zusätzliche Stoßstange. Gleichzeitig zum Frontspoiler waren nämlich noch die 2 Stoßstangen dabei. Das sieht man in der Bauanleitung. Neben dem Rallye-Auto wurden Anfang der 80er Jahre Karosserie, Reifen und Drehhände bei den 3 verbliebenen Automodellen erneuert. Die einzige richtige Neuauflage war 1984 das grüne Polizeiauto mit der dritten Karosserieversion und den neuen Gummirädern, die geräuschlos rollen konnten und ein realistisches Reifenprofil hatten. Es gab zum ersten Mal einen Aufkleberbogen mit 4 unterschiedlichen Sprachen, ähnlich wie schon beim Polizeiboot. Die Figur hat einen aufgeklebten Polizeistern, nicht nur auf der Brust, sondern auch am Helm. Das grüne Polizeiauto hatte zum ersten Mal die deutsche Aufschrift. In den 80ern war auf den Verpackungen häufig nur ein Teil vom Inhalt abgebildet. Zum Glück habe ich hier eine original verschweißte Packung, wo man sieht, dass auch der Erste-Hilfe-Koffer und der Feuerlöscher dabei waren. Bei dem ersten Set von 1984 war noch der alte Feuerlöscher dabei. Ich kann das sicher sagen, weil ich das Set selbst als Kind hatte. Bei dem neueren Set bis 87 kam dann der neue Feuerlöscher dazu, wie man in dieser original verschweißten Tüte sehen kann. Das Polizeiauto von 1984 hatte noch die dritte Karosserieform von Anfang 80, ohne die Fußhalter mit dem Funkantennenstecker auf der Hinterseite. 1986/87 wurde das Polizeiauto nicht mit der neu herausgekommenen Pkw-Form erneuert. Obwohl es schon die modernen PKWs gab, blieb das Polizeiauto noch ganze 10 Jahre bis 96 in seiner alten kleinen Form von 77. Die alte Form wurde aber sogar ein 4. Mal erneuert, Scheinwerfer und Kühlergrill stehen weiter vor, die Radioantenne bekommt wegen der Verletzungsgefahr eine runde Spitze, bei der Copyright-Prägung auf der Unterseite fällt das alte Brandstätter B-Logo weg, aber die Jahreszahl 1976 bleibt. Der Fahrer kann sich ja am Lenkrad festhalten, aber für den Beifahrer werden neue Fußhalter eingebaut, damit er fest in seinem Sitz bleibt.
An der Hinterseite fällt bei der Befestigung der Stoßstangen der zusätzliche unnütze Halter weg und die neuen Autos haben nur noch 2 Klauen als Stoßstangenhalterung. 1986 kam zuerst das internationale Polizeiauto heraus, in weißer Farbe, wieder nur mit einem einzigen englisch-französischen Police-Aufkleber. Der Polizist hat eine achteckige amerikanische Mütze, eine Krawatte und einen schwarzen Tauchergürtel. Das schwarze Dach hat eine glatte Oberfläche. Auf der Verpackung ist wieder nicht der ganze Inhalt abgebildet. In der Bauanleitung sieht man die alte Kelle, das alte Megafon und den Erste-Hilfe-Koffer und natürlich den neuen Feuerlöscher. Das neue deutsche Polizeiauto kam 1987 heraus, mit einem aufgeklebten weißen Streifen an der Seite und der Polizist hat das erste Mal aufgedruckte Brusttaschen. In Deutschland gab es das grüne Polizeiauto, im Ausland das weiße. Figurenset und Hubschrauber waren dieselben. Zum 50-Jahr-Jubiläum hat es 2024 eine Neuauflage vom alten Polizeiauto gegeben. Allerdings in der neuesten Form von 1987. Man hat versucht, die alte Figur mit fixen Handgelenken nachzubilden. Dabei ist eine interessante Kombination mit blauen, drehbaren Händen entstanden. Die einzigen verbliebenen Originalteile sind Stoßstangen, Windschutzscheibe, Überrollbügel und Lenkrad. Die letzte Neuauflage eines klassischen Automodells im Standardsortiment gab es 1993 mit dem Rallye-Auto. Es bekam ein neues blaues Dach mit glatter Oberfläche ohne Halter, aber wieder mit demselben Frontspoiler, 3 Zusatzscheinwerfer und die Funkantenne in den speziellen Halter an der Rückseite eingesteckt. Innen haben wir wieder den Rallye-Überrollbügel, diesmal in weißer Farbe. In den Halter hinter den Sitzen gehört wieder der Feuerlöscher und wir haben wieder die Hutablage für die Werkzeugkiste links und die Autobatterie rechts. Es war kein Warndreieck dabei. Die Rennfahrer haben Motorradhelme ohne Visier, obwohl die Halter für das Visier vorhanden sind. Das Auto hatte eine wunderbare Bedruckung mit viel Werbung. Man müsste im Internet nachschauen, ob die Fahrer Schwarz und Madison bei der Rallye Paris-Dakar 1993 etwas gewonnen haben. Ich fasse nochmal die Varianten der klassischen Autos zusammen. Die ältesten hatten eine Rückbank ohne Loch. Dann kamen die verschiedenen Halterungen für das Rallye-Zubehör. Anfang 80 kam noch der Antennenhalter dazu und 86 wurden die Autos ein 4. Mal mit den Fußstützen erneuert. Nach den klassischen PKWs schauen wir uns jetzt die neuen Automodelle an, die zwischen 86 und 88 herausgekommen sind. Zuerst mit den alten Figuren und ab 92 mit neuen Figuren. 86 wurde der alte kleine Personenwagen mit den empfindlichen Stoßstangen von einem neuen, größeren und robusteren Modell abgelöst. Mit dickeren Dachverbindern, einer Windschutzscheibe aus Glas, ohne den empfindlichen Stoßstangenhaltern, immer noch eine kleine Abschleppöse unten rechts, Gummiräder auf Metallachsen, hinten der gewohnte Zughaken und auf der rechten Seite wieder das Loch, wahrscheinlich die Tanköffnung. Vollkommen neu ist die Motorhaube zum Aufklappen, darunter gibt es eine Motornachbildung. Das Dach ist ohne Klemmverbinder, mit Fließheck, wie bei den alten PKWs aufgesteckt, aber mit einem viel stabileren Zapfen. In der Mitte immer noch der Überrollbügel, auch mit einer stabileren Verbindung. Im Innenraum 4 große Sitze mit Beinhalter, Ganghebel, Handschuhablage und ein großer Kofferraum mit einer genau passenden vertieften Ablage für das Pannendreieck.
1986 gab es vorübergehend überhaupt kein Kennzeichen, ab 87 wird die Jahreszahl und die Artikelnummer als Kennzeichen verwendet. 86 hatte die erste Ausgabe der roten Reiselimousine einen weißen Gepäcksträger. 87 bekam sie neue Figuren und einen grauen Gepäcksträger. Ich habe hier Fahrzeug und Figuren von 87, allerdings mit dem alten Gepäck. Es gehören 2 Erste-Hilfe-Koffer, ein weißer Koffer und eine schwarze Reisetasche auf den Gepäcksträger. 92 kam eine neue Reiselimousine in blauer Farbe heraus. Mit mitgegossenen gelben Lichtern in den Scheinwerfern, mit einem bedruckten Kunststoffkennzeichen und einem schönen Aufdruck an der Seite. Auch die Innenausstattung bekam eine neue Farbe. Und es gab als Zubehör einen neuen Kindersitz, mit dem man das Baby sicher mitnehmen kann. Die neue PKW-Serie von 92 bekam die neuen Figuren mit den ausgeformten Füßen. Sie gehörte zur Freizeit- und Sportserie und das Familienauto bekam einen Dachträger für 3 Fahrräder. Wir sehen hier die verschiedenen Ausgaben der Reiselimousine mit Gepäcksträger, Fahrradträger und Dachbox 2002. 1987 gab es noch einen schönen neuen Sportwagen. Zuerst in weißer Farbe mit alten Figuren, einem blauen Mann und einer rosa Frau, die ich hier nicht habe. Ein schönes Cabrio ohne Verdeck, an der Unterseite gibt es einen Hebel, mit dem man die Scheinwerfer aufklappen und wieder einklappen kann. Am Heck gibt es 4 Auspuffrohre, die Motorabdeckung kann man aufklappen. Die erste Ausgabe hat statt den Rücksitzen eine schmale Gepäcksablage. Auf der Konsole gibt es eine Ablage für die Brieftasche, Ganghebel, Autoradio und eine Handschuhablage. Die zweite Auflage von 92 hatte aufgedruckte Blinker an der Frontpartie. Die Inneneinrichtung wurde vollkommen umgestaltet, die Gepäckablage am Hintersitz fiel weg. Es sind 2 wunderbar neu gestaltete Tennisspieler dabei, mit Tennisschlägern und einer Sporttasche. 2002 kam der Sportwagen noch einmal als Fluchtauto in der Polizeiserie heraus. Als drittes Pkw-Modell kam 88 ein praktischer Kleinwagen heraus, mit 4 Sitzplätzen. Das Dach kann man gemeinsam mit dem Kofferraumdeckel abnehmen. Auf der hinteren Sitzreihe haben nur Kinder Platz. Vorne gibt es wieder eine schöne Handschuhablage. Die hintere Sitzbank kann man einklappen. Die 2 Figuren waren eine Frau mit Sonnenbrille, in ihrem klassischen Sommerkleidchen, aber wunderschön bedruckt, und ein Mädchen mit Sommerhut und Masche und mit einem Teddybären. Dieser Kleinwagen wurde auch mit neuen Figuren wieder neu herausgebracht, aber erst 1993 zur Wintersportserie mit einer Dachbox, in der man die Skiausrüstung verstauen kann. Es sind ein paar Ski und ein Snowboard dabei. Die Figuren haben erstmals neue Skischuhe, ein Mann mit Sonnenbrille und eine Frau mit Mittelalterhut, beide mit einem besonderen, fix eingesetzten Kragen. Das Snowboard war vollkommen neu und die Ski haben 93 eine neue Bindung bekommen. Dieses Set gehörte zur Wintersportserie, es war ein Wegweiser dabei mit 6 Schildern. 1994 ist dieser Kleinwagen nochmals als Cabrio herausgekommen bei der Autowerkstatt mit Hebebühne. Unter dem Verdeck ist als Rückwand ein transparentes Reflektorpanel eingebaut. Wie bei den anderen Modellen kann man die Rückbanklehne niederklappen. Auf dem Reflektorpanel am Kofferraum ist sehr effektvoll der Playmobil-Schriftzug aufgedruckt. Ab 2003 kam dieser Kleinwagen mehrmals auch als Lieferwagen heraus, für das Bäckerei- und Pizzalieferservice.
Das nächste Automodell ist ein Pickup, mit dem Vater und Sohn die kanadische Wildnis erleben. Die Räder sind mit Sprengringen an Metallachsen befestigt, die mit einem Halter bändelnd aufgehängt sind. Hinten haben wir ein Zugmaul, vorne einen großen Kuhfänger. Es ist erstmals auch eine neue kleine Seilwinde angebaut, mit einem kleinen Zughaken aus Plastik, so wie sie später auch für die Feuerwehrautos verwendet wird. An der Luftöffnung kann man die Motorhaube aufklappen. Es ist genau derselbe Motor wie im Pkw eingebaut. Am Dach haben wir einen Träger für 3 Fahrradständer. Bei diesem Set waren aber keine Fahrräder dabei. Der Pickup-Truck gehörte zur Abenteuerserie in der kanadischen Wildnis. Am Heck gibt es eine Ladeklappe zum Öffnen. Das Verdeck kann man abnehmen, es ist an den 4 Haltegriffen an den Bordwänden festgeklemmt. Hinter den Sitzen ist ein Halter mit einem Gewehr. Auf die Ladefläche kann man einen Überrollbügel mit Zusatzscheinwerfern aufstecken. Das Dach ist oben offen, in der Kabine gibt es keine Stecker oder Halter. Das Grillzubehör und Essbesteck kann man in 2 hellgraue Expeditionskisten verstauen. Die Ladefläche ist sehr geräumig, das ganze Campingzubehör mit Grill und Klapphockern hat problemlos darin Platz. Derselbe Pickup ist 1994 als Werkstattwagen und 1999 als Rettungswagen verwendet worden. Für den Blaulichtbalken wurde das Verdeck mit einer neuen Aussparung versehen. Der Geländewagen wurde 2003 für die Abenteuerserie auch mit einer Bigfoot-Bereifung ausgestattet. Das alte Polizeiauto von 77 wurde erst 97 mit einem neuen Modell erneuert. Der neue Personenwagen von 86 wurde nie als Polizeiauto verwendet. Für das Polizeiauto gab es 97 ein ganz neues Automodell. Kühlergrill, Scheinwerfer und Blinker sind ein Mehrkomponenten-Kunststoffteil. Es werden dieselben Achsen vom alten Personenwagen verwendet, aber mit einem mittigen schwarzen Halter. Hinten hat das Auto einen Kofferraum zum Öffnen. Es ist wieder ein einfacher Zughaken. Das Verdeck kann man abnehmen, aber nicht mehr mit einem Zapfen, sondern mit einer Rille. Im Innenraum 4 großzügige Sitzplätze und vorne ein Halter für das Funkgerät. Genauso wie die Feuerwehr 96 bekommt auch die Polizei von 97 ein funktionierendes Blaulicht mit 2 Batterien. Die Schraube der Batteriebox ist allerdings lose und sitzt nicht fest im Gewinde. Man muss Acht geben, dass man sie nicht verliert. Das Blaulicht wird in die Aussparung am Dach eingesetzt. Das Auto ist grün mit deutscher Schrift. Es gibt aber auch eine Ausgabe in Blau mit internationaler Schrift. Dasselbe Automodell wurde sonst nur noch für das Flughafentaxi von 2001 verwendet. In die Aussparung für den Blaulichtbalken kommt einfach das Taxischild hinein. Beim gelben Taxi sind natürlich keine gelben Scheinwerfer möglich. Der Fahrer liest in der Zeitung von der Eröffnung des Playmobil Funparks im Mai 2000. Am Taxi klebt auch eine Werbung dafür. 1999 kam mit dem Cityflitzer ein neues Kleinwagenmodell heraus, mit einem geräumigen Kofferraum für 2 Getränkekisten. So kann die Mutter mit ihrem Kleinkind die Einkäufe erledigen. Im Innenraum haben wir wieder eine Handschuhablage. Für das Baby gibt es eine passende Babyschale für den Beifahrersitz. Für das neue RC-Triebwagenpaar von 1997 gab es 1999 einen neuen Mittelwagen mit 2 Ladeluken für den Fahrrad- und den Kleinwagentransport. Die Wanderer können ihre Fahrräder transportieren. Im Mittelwagen gibt es 2 zusätzliche Abteile mit jeweils 4 Sitzplätzen. Die Fahrrad- und Autoabteile haben Rolltore an beiden Seiten. Der Kleinwagen kann über eine Laderampe in sein Abteil hineinfahren. Rollladen zu und der Zug fährt ab.
Der Cityflitzer wurde noch für das Brandmeisterfahrzeug verwendet mit 3 Feuerlöschern im Kofferraum, für das Einweiserfahrzeug im Flughafen, für das THW und als Bannenfahrzeug beim ADAC. Das geräumige Familienauto 3213 von 2001 ist eines der ersten Autos mit Funkfernsteuerung. Das längenverstellbare Fahrwerk ist vorn und hinten mit 2 System-X-Verbindern befestigt. Die Räder sind mit Achsverbindern eingesteckt. Links und rechts gibt es einen Seitenspiegel. Das ganze Vorderteil der Kabine kann abgenommen werden. So können die Figuren von den vorderen Sitzplätzen aus- und einsteigen. Zwischen den Sitzen ist ein Halter für ein Funkgerät. Auf der linken Seite gibt es eine Tanköffnung. Hinten ist eine Anhängekupplung. Der Kofferraumdeckel wird gemeinsam mit dem ganzen Dachteil aufgeklappt. Die Rücksitze sind mit System-X-Verbindern befestigt. An die Anhängekupplung kommt der Gepäcksanhänger. Er hat 3 Halter für Fahrräder, eine kleine Abstellstütze. Die Räder sind auf einer Achse mit System-X-Verbindern und haben keinen langen Vierkantstecker wie beim Auto. Auf dem Anhänger kann man 3 Fahrräder mitnehmen. Unter dem aufklappbaren Deckel ist ein großer Stauraum für einen gelben Klapptisch und 2 gelbe Klappstühle. Innen im Anhänger sind noch 2 Ständer für Motorräder. Ich weiß allerdings überhaupt nicht, wofür dieser Motorradanhänger verwendet wurde. Als Verpflegung gibt es noch eine Thermosflasche und eine Keksdose. Das aufwendige System-X-Fahrwerk hat sehr schlechte Rolleigenschaften. Es kann mit einem ferngesteuerten Motorset ausgetauscht werden. Dazu löst man vorne und hinten die System-X-Verriegelung. Die Räder muss man von den Achsen abnehmen, weil sie später für den Motor gebraucht werden. Bei den kurzen Fahrzeugen wird der Motor aufrecht eingebaut. Dazu muss man im Kofferraum Platz schaffen und die Bodenplatte ausbauen. Die Antriebseinheit kann je nach Fahrzeug mit System-X-Steckern mit unterschiedlichen Achsabständen zusammengebaut werden. In der Mitte ist die Batteriebox, darauf kommt die Steuereinheit. Der Motor wird bei den kurzen Fahrzeugen aufrecht montiert. Die Kabel werden in den vorgesehenen Rillen durchgeführt. Vorne wird die Lenkung bändelnd angesetzt. Oben fehlt nur noch die Funkantenne mit der Kofferraumabdeckung. Auf die Achsen der Antriebseinheit steckt man die Räder des Fahrzeuges. Die Felgen haben Abdeckungen, die mit dem Alter leicht abfallen und verloren gehen. Wenn die Räder montiert sind, kann man die Karosserie auf das Fahrgestell aufsetzen. Die Antenne wird durch die vorgesehene Öffnung durchgeführt. Das Fahrgestell muss vorne und hinten in die Klemmen einrasten. Die Vorderachse ist drehbar befestigt und kann geringfügig pendeln und das Gelände ausgleichen. Der Ein- und Ausschalter ist auf der Unterseite an der Batteriebox. Jetzt nehmen wir die Fernsteuerung in die Hand und können das Fahrzeug in Bewegung setzen. Ich bin mittlerweile leider etwas aus der Übung, aber die Kinder haben viel mit den ferngesteuerten Autos gespielt. Der Feuerwehrgeländewagen von 2002 war das 3. fernsteuerbare Fahrzeug. Unter der Motorhaube gibt es wie bei allen Autos eine Motornachbildung. Vorne haben wir die kleine Seilwinde eingebaut, rechts ein Halter für den Zughaken. Hier bei diesem Fahrzeug ist schon das ferngesteuerte Fahrwerk eingebaut. Hinten kann man die 2 Flügeltüren zum Laderaum öffnen. Das Dach mit dem Blaulichtbalken kann man abnehmen. Es gibt vorne 2 Sitzplätze, eine Handschuhablage und einen Halter für ein Funkgerät.
Auf der rechten Seite ist eine Tanköffnung. Jetzt können wir auch mit diesem Fahrzeug eine Runde drehen. Mit den kleinen Steuerhebeln braucht man allerdings ziemlich viel Feingefühl, bis man die richtige Geschwindigkeit und den passenden Lenkeinschlag findet. Jetzt kann das Feuerwehrvorausfahrzeug seine Runden drehen. Denselben Geländewagen gab es auch vom THW, der Bergrettung und als Safari-Geländewagen. Jetzt habe ich nicht mehr viel Autos. Das nächste ist der Notarztwagen von 2006. Er hat auch Kunststoffachsen, allerdings ist er nicht fernsteuerbar. Die Motorhaube kann man öffnen, darunter wie immer eine Motornachbildung. Die Scheinwerfer sind bei den neueren Fahrzeugen transparent. Es gibt Seitenspiegel aufgesteckt, das Dach kann man abnehmen, es sind 2 Vordersitze drinnen, der Notarzt hat eine orange Weste an, den Kofferraumdeckel kann man öffnen, beim Set ist ein Reanimationsgerät mit einer Infusionsflasche dabei. Bei diesem Fahrzeug kann man die Rückbank aufklappen. Wenn man die Sitze nach unten drückt, rastet die Lehne ein. Es ist ein schöner, bedruckter Notarztwagen mit dem neuen Blaulicht mit Sirene mit den 2 Knopfzellen. Das letzte Auto für heute ist der rote PKW aus der Tuningwerkstatt von 2007. Die Reifen kann man wechseln. Es gibt eine Auswahl an Felgen und Abdeckungen. Die Motorhaube geht nicht zu öffnen. Man kann auch keine Fernsteuerung einbauen. Es gibt 4 vollwertige Sitzplätze. Zwischen den Sitzen ist ein Halter für ein Funkgerät. Das Auto hat transparente Scheinwerfer. Der Kofferraum geht auf. Es ist eine Tuningwerkstatt mit 2 Tuning-Profis im Set enthalten, mit viel Pflegematerial und mit Autoteilen zum Auswechseln. Man kann zum Beispiel eine Seitenverkleidung anbringen, eine mit R auf der rechten Seite, eine zweite mit L für die linke Seite. Vorne kann man das Kennzeichen mit 2 System-X-Steckern abnehmen und einen Frontspoiler aufstecken. So schaut das Auto mit wenigen Handgriffen schon ganz anders aus. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich für heute. Das war wieder das erste Übersichtsvideo, das ich nach den täglichen Einzelvideos im Adventskalender fertigstellen konnte. Nächste Woche geht es mit dem versprochenen Weltraumvideo weiter. Es wird mein erstes und einziges Auspackvideo werden. Ich bin eben immer wieder auf etwas Neues gespannt. Wenn ihr noch Anregungen und Wünsche habt, werde ich gerne sehen, was ich noch erfüllen kann. Ich bedanke mich herzlich für euer großartiges Interesse, für eure wunderbaren Kommentare und freue mich auf einen regen Gedankenaustausch. Da wir erst vorgestern in das neue Jahr gestartet sind, wünsche ich euch noch allen ein glückliches neues Jahr 2025. Mögen euch eure Erinnerungen, das Sammeln, Basteln und Spielen mit Playmobil viele glückliche Stunden schenken.